Bitte, bitte, bitte nur noch ein Viertelstündchen, ja? Na gut, wenn du mich so lange warten lassen möchtest. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, ich könnte jetzt stundenlang so weiter küssen. Oh, tu dir keinen Zwang an. Musst du nicht los? Ich werde mir im Auktionshaus irgendeine Ausrede einfallen lassen. Ja, dann haben wir ja den ganzen Morgen für uns. Ja. Und das sollten wir ausnutzen. Wir werden nicht auf Gelegenheit dazu haben. Oh, ja, ja. Ich weiß, deine Familie. Wenn das rauskommt, wäre das sozialer Selbstmord. In unseren Kreisen unverzeihlich. Ach so. Wieso eigentlich? Du kannst dich doch auf Bernd von Beinbach verlassen. Darüber will ich jetzt wirklich nicht nachdenken. Lass uns wegfahren. Echt? Jetzt doch? Ja, nur wir zwei. Wohin du willst. Ans Meer oder in die Berge? Egal. Und das geht? Ganz einfach wird's nicht werden. Ich lass mir irgendeine Dienstreise einfallen. Wir müssen nur aufpassen. Na klar. Hauptsache, wir beide sind zusammen. Ich pass auf, ja? Ich will zu Carla. Hey, Moment mal, ja? Wir müssen reden. Sofort. Bernd, ich finde deinen Auftritt äußerst unpassend. Ich finde hier auch so einiges unpassend. Gemütlich habt ihr es hier. Und dein Bruder behandelt mich wie einen Deppen. Musst du schon wieder damit anfangen? Ich hab doch gesagt, ich rede mit Ansgar. Ach komm, hör auf, ich hab dich durchschaut. Wie redest du denn mit mir? Ihr macht euch doch über mich lustig. So ein Quatsch, das ist doch lächerlich. Sie halten sich da raus, ich rede mit meiner Verlobten. Aber Hanna hat doch recht. Ja, ja. Erst ausnutzen, dann abservieren. Mich. So läuft das nicht, Gräfin. Ich habe euer Scheißspiel durchschaut. Ich spiele nicht mehr mit. Du willst unsere Abmachung platzen lassen? Warum? Wer profitiert denn ausschließlich von unserer Abmachung? Du. Es ist wohl kaum der geeignete Moment, um darüber zu diskutieren, findest du nicht? Doch, wir diskutieren das jetzt aus, wie es mit uns beiden weitergeht. Sonst kannst du dir einen neuen Verlobten suchen. Ich gehe mich jetzt mal anziehen. Nein, bitte bleib hier. Es wäre noch schöner, wenn er dich aus deinem eigenen Wohnzimmer vertreibt. Ich find's unmöglich, was du hier abziehst. Ja, schön. Aber denk nicht, ich lasse mich so leicht abwimmeln. Ich warte unten in der Kneipe. Ja? Ich habe das ganz dumme Gefühl, dass es ihm gar nicht um den Posten geht. Als Bernd und ich uns kennengelernt haben, da war er in mich verliebt. Echt? Und du meinst, er ist jetzt eifersüchtig, oder? Er sagt zwar, dass er über mich hinweg ist, aber sein Verhalten in letzter Zeit beweist mir immer mehr das Gegenteil. Ja, das würde einiges erklären. Was willst du jetzt machen, wenn er sich nicht mehr als dein Verlobter ausgeben will? Dann habe ich ein ganz großes Problem. Dann kochen sofort die Gerüchte wieder hoch, dass ich auf Frauen stehe. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht verliert ja auch die Presse das Interesse an diesem Thema. Carla, es gibt so viele bekannte homosexuelle Frauen, die in der Öffentlichkeit dazu stehen. Du vergisst meinen Vater.
wenn du es ihm endlich sagst. Stell dir doch mal vor, wir müssten uns nicht mehr verstecken. Wir könnten uns sehen, wann wir wollten. Auf gar keinen Fall. Mein Vater darf nie davon erfahren. Ich würde ihn doch sonst verlieren. Irgendwann wird er sowieso erfahren. Wodurch auch immer. Ich habe nur eine Möglichkeit. Ich muss Bernd überzeugen. Ich habe schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Deine Nerven scheinen noch nicht gerade die besten zu sein. Kannst du mir verraten, warum du plötzlich so einen Aufstand machst und mich vor Hannah derart anfährst? Weil selbst ich irgendwann mal die Geduld verliere. Ich habe dir schon mehr als einmal gesagt, dass ich den Verlauf unserer Abmachung mehr als einseitig finde. Ständig springe ich für dich in die Bresche, dass du dich mit Hannah amüsieren kannst. Oder soll's die ganze Kneipe erfahren? Du benimmst dich wie ein eifersüchtiger Ehemann. Ich bin nicht in dich verliebt. Das kommt mir aber ehrlich gesagt anders vor. Na gut, vielleicht bin ich ja eifersüchtig, dass du so jemanden wie mich hast. Du tust doch nichts für mich. Ach, und was ist mit der Anstellung bei meinem Bruder? Mach meinen Job als Laufburschen. Den habe ich doch auch Leonard zu verdanken und nicht dir. Kann es sein, dass wir immer wieder um dasselbe Thema kreisen? Ich kann im Augenblick nicht mehr für dich tun. Ich habe dir die Tür zur Lahnstein Holding geöffnet. Durchgehen musst du schon alleine. Du machst dir schon ziemlich einfach. Außerdem habe ich nicht den Eindruck, dass Ansgar mir wirklich eine wahre Chance geben will. Und das ist nicht allein mein Problem. Also entweder ich bekomme einen Job, der meinen wahren Fähigkeiten entspricht, oder ich sehe keinen Grund mehr, mit dir verlobt zu sein. Ganz einfach. Nennen Sie den Unterschied zwischen kausalen und abstrakten Verträgen. Woher soll ich das denn wissen? Oh, Herr von Lahnstein, Sie kennen sich doch bestimmt im Vertragsrecht gut aus. Könnten Sie mir nicht ein paar kleine Tipps geben? Aber gern. Wirklich? Die nachhaltigste Methode ist im Allgemeinen, sich die Lösung selbst zu erarbeiten. Sagt Ihnen der Begriff Unibibliothek etwas? Oh, aber vielleicht sieht Ihr Vater das hier ja anders und hilft Ihnen. Schließlich ist er ein erfahrener und juristisch versierter Geschäftsmann, nach eigenem Bekunden. Geben Sie mir die Gelegenheit und ich beweise es Ihnen. Sofort. Zügeln Sie doch Ihre Ungeduld und beweisen Sie Ihre Kenntnisse einstweilen Ihrer fleißigen Tochter. Steckt doch an deiner Arroganz. Der Hedy. Dieser arrogante Schnösel, der denkt, er kann sich alles erlauben. Irgendwann zeigst du ihm, was du drauf hast, und dann kommt er ganz klein angekrochen. Immerhin hast du doch Karl auf deiner Seite. Ja, das dachte ich anfangs auch. Du Maus, hast du Lust, mit mir wieder in die Stadt zu ziehen? Wir nehmen uns eine Wohnung. Hm? Wieso das denn? Hast du dich mit Carla gestritten? Ja, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, mit dir so schnell zusammenzuziehen. Ach, nur wegen einer Meinungsverschiedenheit willst du doch nicht gleich wieder alles aufgeben. Ich fürchte, wir passen nicht so gut zusammen, wie ich dachte. Ach komm. Egal, was zwischen euch vorgefallen ist. Du lädst sie zum Essen ein, ein kleines Restaurant, Kerzenlicht. Dann löst sich alles ganz von alleine. Ihr liebt euch doch. Was ist denn mit deinem Zukünftigen? Was soll mit ihm sein? Ja, ich meine, kommt er noch zum Essen, oder? Er hat heute einfach viel zu tun. Ach, tatsächlich? Ja. Was ist jetzt eigentlich mit Leonard? Er hat die Praxis abgelehnt und will nach wie vor nach Amerika zurück. Oh, schade. Ich habe so gehofft, dass er hier bleibt. Also ich finde das auch sehr schade. Andererseits, wenn die Karrierechancen in Amerika so viel besser sind... Karriere kann er auch hier machen. Und er wäre gleichzeitig in unserer Nähe, aber das scheint Leonard ja nicht zu interessieren. Ach, wie kannst du denn sowas sagen? Ich würde auch lieber wollen, dass er hier bleibt, aber man kann ihn doch nicht zwingen. Guten Abend zusammen. Guten Abend, mein Schatz. Nimmst du noch ein Aperitif? Nein, danke. Und über Bernd unterhalten wir uns später. Gern. Dann lasst uns ohne Leonard anfangen. Ach so, Leonard kommt sowieso nicht zum Essen. Er hat mich gebeten, ihn zu entschuldigen. Ist ihm unser Gespräch auf den Magen geschlagen? Ich glaube einfach, er will keinen weiteren Streit riskieren. Ihm geht eure Auseinandersetzung auch sehr nah. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich kenne ihn wirklich gut genug, um das beurteilen zu können. Und vergiss bitte nicht, dass er dich liebt.
bist du also. Man hat dich bereits beim Abendessen vermisst. Ach, ich hatte keine große Lust, deinem Bruder zu begegnen. Hat er denn irgendwas über mich gesagt? Nur, dass er momentan nicht gewillt ist, dir weitreichende Kompetenzen in der Firma zu übertragen. Warum frage ich überhaupt? Also wenn du unter diesen Umständen nicht mehr bereit bist, unsere Vereinbarung einzuhalten, dann kann ich das verstehen. Ach was, ich hab's heute Vormittag einfach ein bisschen übertrieben. Das tut mir leid. Das war dumm von mir. Ansgar, der findet immer wieder meinen wunden Punkt. Aber das soll ja wohl kein Grund sein, unsere Verlobung aufzulösen, oder? Das heißt, unsere Vereinbarung gilt noch. Ich kann dich doch nicht im Stich lassen. Ich weiß ja, dass ich dir einiges zumute. Naja, an diese ewigen Sticheleien von Ansgar werde ich mich wohl auch noch gewöhnen. Ja, wenn er dich erst mal näher kennengelernt hat, dann wird er schon begreifen, dass du einen besseren Posten verdient hast. Na fein, dann ist ja alles beim Alten. Ja, entschuldige mich. Ich will nur schnell Hannah beruhigen. Die hat sich natürlich auch tierisch Sorgen gemacht. Grüßt du sie von mir? Klar. So, Ansgar. Zeit, sich besser kennenzulernen. Na, da bin ich aber froh, dass sich Bernd wieder eingekriegt hat. Sehen wir uns morgen? War das schön. Ciao, Carla. Ciao. Kuckuck. Vergiss es. Er hat dich um deine Meinung gebeten. Lars Schneider ist mindestens 2 Nummern zu groß für dich. Mit dir verglichen wirkt er tatsächlich enorm reif. Und vor allem sexy. Werte, gut, dass ich dich treffe. Ich glaube, die schleppen gerade dein Auto ab. Oh Mist. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Tschüss. Tschüss. Das war aber sehr aufmerksam. So bin ich eben. Aber vor lauter Sorge um die lieben Mitmenschen komme ich kaum zum Lernen. Also wenn Sie erwarten, dass ich ein Auge zudrücke, Das würde ich nie verlangen. Aber wenn Sie mir heute vielleicht ein paar Sachen erklären könnten? na also eigentlich, Bitte. also gut. Herr Professor, Sie sind ein Schatz. Das macht man vor allem bei Firmenübernahmen. Und da wird die Sache erst richtig interessant. Bestimmt. Vielleicht ist es auch genug für heute. Die Materie ist doch wirklich ziemlich vertrackt. Doch nicht, wenn man es so gut erklärt bekommt. Es ist nur etwas heiß hier. Da kann man sich so schwer konzentrieren. Ich mach mal das Fenster auf. Vielleicht ist das ganz gut. Ich glaube, ich bekomme Kopfschmerzen. Aber vielleicht bin ich ja nur ein bisschen verspannt. Eine Massage würde helfen, aber da kommt man selbst so schlecht hin. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht sollten wir uns besser auf den Stoff konzentrieren. Du kannst auch gerne eine Tablette haben, wenn du möchtest. Hi. Hi. Darf ich reinkommen? Ja. Ich habe dir deine Post gesammelt. Hallo. Hi. Danke. Ich kann auch ein andermal wiederkommen. Wir sind sowieso schon fertig mit der Nachhilfe, oder? Kannst du überhaupt fahren mit deinen Kopfschmerzen? Sonst rufe ich dir ein Taxi. Nicht nötig, danke. Meinst du, wir können irgendwann wieder Freunde sein? Es bringt doch nichts, wenn wir uns krampfhaft aus dem Weg gehen. Wäre es dir lieber, wenn ich hier wegziehen würde? Dann brauchst du wenigstens kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, wenn du mit deiner... Lars, bitte. Es tut mir leid, dass ich dich so verletzt habe. Ach ja? Ich hatte in der letzten Zeit den Eindruck, ich bin dir scheißegal. Sag mal, hast du mich jetzt?
Rate mal. Anna, deine Gefühle interessieren mich nicht mehr. Du hast jetzt dein Leben und ich meins. Oh, Entschuldigung, ich wollte nur kurz was holen.